Und auch an diesem Morgen gibt es wieder ganz viel Meinung hier bei uns heute mit dem Kolumnisten Hans-Ulrich Jörges. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Fangen wir doch gerne mal mit dem Aufreger dieses Tages, dieses Morgens an. Mir geht, seitdem auch noch die Grünen ihren Anteil von der Beute gekriegt haben, der Begriff der gekauften Republik durch den Kopf. Gekauft in dem Sinne, als es hier auch um die Frage geht, ob Friedrich Merz Kanzler wird. Da ist dieses Schuldenpaket eine Voraussetzung für. Und da wird auch viel Geld gestreut. Also zum einen kriegt die Bundeswehr mindestens 500 Milliarden und die steht der CDU ziemlich nah, traditionell. Damit werden natürlich einige Bedenken gegen Merz in der eigenen Partei, glaubt er, ausgeräumt. Die SPD kriegte 500 Milliarden für Infrastruktur. Das war ein Traum der Sozialdemokraten. Sie haben niemals gedacht, dass sie das kriegen. Haben sie bekommen. Und in der SPD waren ja die Zweifel an Friedrich Merz sehr weit verteilt. Also wir erinnern uns daran, dass Olaf Scholz ihn Fritze Merz genannt hat, herablassender Ton. Das ist jetzt vorbei. Dann kriegen die Grünen 100 Milliarden, und zwar doppelt so viel, wie sie ursprünglich kriegen sollten für Klimaaufgaben. Und die Bundesländer 100 Milliarden, damit die im Bundesrat auch schön für dieses ganze Paket abstimmen. Was hat das mit Friedrich Merz zu tun? Der Mann ist auf dem Weg zum CDU-Vorsitz schon zweimal auf Parteitagen durchgefallen. Und zwar nicht gegen besonders starke Gegenkandidaten, sondern gegen Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Laschet. Das waren keine herausragenden Helden. Dagegen hat er verloren. Das soll ihm auf dem Weg ins Kanzleramt nicht nochmal passieren. Insofern sind die Abstimmungen dieser Woche in Bundestag und Bundesrat schon eine Vorabstimmung über ihn. Wenn das durchgeht, ist er schon halb gewählt. Da kann man nur sagen, Friedrich Merz, Kanzler um jeden Preis. Und der ist hoch. Ja, genau so. Bleiben wir beim zweiten Thema, bei der Nachricht des Morgens auch noch so ein bisschen bei viel, viel Geld beim Erkaufen. Und wenn wir schon das Grundgesetz ändern, dann machen wir das richtig. Ja, oder? Was die Grünen da durchgesetzt haben, ist einfach unglaublich. Das ist ja alles im Hoppla-Hopp-Stil gegangen. Die haben zwar eine ganze Nacht verhandelt, aber dass dann auch noch die Formel von der Klimaneutralität bis 2045 ins Grundgesetz Eingang findet, ist ein ziemlicher Hammer und ich finde ziemlich unüberlegt. Jetzt hat begonnen der Streit der Verfassungsexperten, was das bedeutet. Ist das ein Staatsziel? Wenn es das wäre, müsste sich das staatliche Handeln vollkommen diesem Ziel unterordnen. Alles andere wäre also sekundär. Oder es ist nur eine Wegbeschreibung, wofür diese 100 Milliarden für die Grünen ausgegeben werden sollen. Jedenfalls stellt sich jetzt heraus, im Vorfeld der Abstimmung hat das die Zweifel in den Fraktionen an der Sinnhaftigkeit dieser ganzen Operation noch vertieft, statt zu beseitigen. Der CDU-Abgeordnete Mario Chaya, der war mal Generalsekretär der Partei, hat schon angekündigt, er wird dagegen stimmen und ein paar andere auch. Spannende Geschichte. Dagegen stimmen könnten ja jetzt auch noch die Bundesländer. Und vor allem schauen wir auf Markus Söder, ob der sein Land unter Kontrolle hat. Das werden wir vermutlich heute schon feststellen. Er hat für heute ein Treffen mit den Freien Wählern angesetzt. Die Freien Wähler von Herrn Aiwanger haben bislang angekündigt, dass sie nicht zustimmen werden. Also die jungen Freien Wähler haben klar gesagt, das ist für eine Belastung der jungen Generation, das sind sie dagegen. Ich zweifle daran, dass die Freien Wähler das durchhalten. Das könnte so gelöst werden, wie jetzt alles gelöst wird. Wir kippen ein bisschen Geld über die Freien Wähler. Also Herr Aiwanger kriegt in seinem Ministerium noch mal 5 Milliarden oder 2 Milliarden für irgendwas. Und schon ist der gute Zweck angeblich erreicht und er wird zustimmen. Tut das nämlich nicht, fliegt er raus aus der Regierung. Die SPD hat sich schon die bayerische angeboten als Ersatz, wenn auch die nur eine Stimme Mehrheit hätten in der neuen Koalition. Aber in der Not nimmt man auch Sozialdemokraten. Ich sage voraus, es wird nicht notwendig sein. Herr Aiwanger fällt um, wie so viele umgefallen sind. Alles eine Frage des Preises. Genau so. Alles eine Frage des Preises. Es wird ja Hoffnung noch an diesem Montag? Hoffnung. Ich habe zwei Hoffnungen. Nein. Ja, man glaubt es ja nicht. Ja. Zum einen, ich fange mal mit der wichtigeren an. Donald Trump und Wladimir Putin werden morgen telefonieren. Das hat Hoffnungen geweckt, dass die Unstimmigkeiten zwischen Moskau und Kiew so weit beseitigt sind, dass die jetzt in der Lage sind, einen Waffenstillstand abzuschließen. Da war ja auch ein Sonderemissär von Trump in Moskau, der ist inzwischen zurückgekehrt.
Warum sollen die telefonieren? Weil es was zu klären gibt und vielleicht ist es der letzte Schritt zum Waffenstillstand. Das hoffe ich jedenfalls. Das Zweite, für uns ganz wichtig. Wie, für uns beide? Für uns beide. Tatsächlich. Ab September dürfen auch Männer Weinkönige werden. Nicht nur Frauen. Das ist ein wichtiger Schritt zur Emanzipation des Mannes. Danke, Herr Jörges, danke. Das versüßt mir die Woche. Ja, mir auch.